Kaum hat man gedacht, man hat einen Boonie, der zu einem passt, bringt UF Pro einen neuen raus. Wir zeigen euch heute, ob ihr den neuen Boonie braucht oder nicht. Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Wir haben heute für euch von UF Pro den Boonie in der Generation 3, den Boonie V3. Wir wollen ihn euch heute mal im Detail vorstellen und einfach mal zeigen, auch was so an Änderungen gegenüber den Vorgängerversionen stattgefunden hat. Wir starten einmal mit dem Material. Da gibt es nämlich direkt die erste Änderung. Hier wird jetzt bei UF Pro das neue Nyko Extreme Ripstop Nylon verwendet. Das ist nochmal ein bisschen robuster als die alten Versionen, kommt auch in verschiedenen Materialzusammensetzungen, je nach Tarnmuster oder gedeckter Farbe. Wir haben hier einmal bei Steingrau Oliv, Multicam und Multicam Black. Und auch hier bei der sandfarbenen Version gehe ich mal schwer davon aus, auch wenn die jetzt nicht gelistet ist, haben wir 57% Nylon, 43% Baumwolle. Ripstop, und bei der Flecktarn-Version haben wir 35% Polyester und 65% Baumwolle Twill. Ja, das sieht man dann hier auch schon so ein bisschen, wenn ich mal meinen Kopf dazu nehme hier, dass da das Material ein bisschen anders aussieht. Ist ein No-Melt, No-Drip-Material, das ist, denke ich, auch aktuell eine wichtige Sache. Feuerresistent im Sinne von wie der Rest der Uniform, schmelzt nicht, tropft nicht zu Deutsch. Und dann gucken wir uns auch gleich mal an, was hier an Änderungen stattgefunden hat. Wenn man sich die Generation 1 anschaut, das war einfach nur ein Boonie von UF Pro mit leichten Änderungen gegenüber den Standard-Boonies, aber jetzt nichts Wildes. Ne? In der Generation 2 hatten sie dann schon ein paar Änderungen mit drin, vor allem was ein Gamechanger war meiner Meinung nach gegenüber anderen Boonies, war diese Mesh-Geschichte. Ne? Man kennt das noch von den guten alten USGI-Boonies, die dann hier diese typischen Metall-Grommets, Eyelets, Gitternetzkreise hatten, wie man sie auch immer nennt, die für die Belüftung waren. Haben viele übernommen, auch einfach nur mit vielleicht abgenähten Löchern. Und UF Pro hat da einfach vorne einen großen Mesh-Bereich eingesetzt, der dann dafür da war, dass man hier die Belüftung auch entsprechend hatte. Ne? Ich hatte persönlich nie Probleme damit, dass man einen Sonnenbrand durch das Mesh bekommen hat, weil da die Stirn ein bisschen exponiert war. Ich kann mir vorstellen, weil das wurde auch in den Kommentaren geschrieben, dass vielleicht der ein oder andere da ein Problem hatte, denn in der neuesten Generation ist dieser große Front-Mesh-Bereich gewichen und ist nur noch hier in zwei kleinen Seitenaussparungen zu sehen. Das sieht man hier bei der hellen Variante, denke ich, nochmal ganz gut. Hier rechts und links ist das der Mesh-Bereich. Der ist dann auch nochmal hier am Hinterkopf hinzugekommen. Das heißt, auch dort hat man nochmal den Mesh-Bereich. Geblieben ist, und das ist eines meiner meistgeliebten Features an den UF Pro Boonies, also wenn ihr keinen habt, solltet ihr auf jeden Fall das mal in Betracht beziehen, wenn ihr nicht selber euren Lieblingsboonie mit einer Drahteinlage versehen wollt. Hier von Haus aus bei UF Pro ist eine Drahteinlage im Front- und im hinteren Bereich, dass man sich den Boonie so zurechtbiegen kann, wie man ihn gerade will. Man kann das hier so Garand Thumb-mäßig spitz machen oder man kann das hier schön in so einem Basecap-Design machen. Man kann das wirklich so machen, dass es immer für einen passt, und das finde ich tatsächlich ein sehr hervorzuhebendes Feature, was die UF Pro Boonies haben. Dann haben sie im Vergleich zu anderen Boonies bei dem umlaufenden, ich nenne es jetzt mal Webbing oder Band, was bei anderen einfach nur einfach ist hier das Ganze schon mal geschlitzt. Das heißt, ihr habt zwei schmale Bänder, die übereinander laufen. Die können als ein großes genutzt werden, aber eben auch als einzelnes Band. Und das ist eigentlich auch nochmal eine ganz coole Sache, gerade wenn es dann so um das zusätzliche Abtarnen beim Boonie geht. Denn der Boonie ist ja nicht nur ein erweiterter Sonnenschutz, der auch den Nacken schützt im Vergleich zu einer Baseballcap oder einer normalen Schirmmütze, sondern eben auch nochmal ein super Mittel, um die Silhouette zu brechen, einfach weil die Kopfform ein bisschen aufgehoben wird. Und das kann man dann noch ein bisschen erweitern, indem man hier in dem umlaufenden Band nochmal Tarnmaterial unterbringt. Auch geblieben sind die ID-Flächen. Da habt ihr oben im Deckelbereich, sage ich mal, für ein IR-Tag oder für eine IR-Markierung für
Flugzeuge oder Hubschrauber oben die Möglichkeit, ein Patch anzubringen und auch nochmal rechts und links an den Seiten. Das ist auch wie beim Vorgänger. Auch wie beim Vorgänger ist die Führung des Kopfbandes. Ne? Das finde ich tatsächlich auch eine ganz coole Sache. Manche haben gar keinen. Ne? Der Seria 313 zum Beispiel ist auch ein Boonie, den ich sehr gern habe. Der hat überhaupt kein Kopfband. Ne? Wer sagt, es mag den einen oder anderen geben, der sagt, ich will das genau so. Für die anderen, sowas kann man sich auch leicht reinnähen. Aber bei UF Pro ist es auch noch so, dass das Band einmal von innen nach außen geführt wird und der Kordelstopper oben, also oberhalb der Krempe sitzt und da dann zusammengezogen werden kann. Und das bedeutet, ich habe eigentlich nie im Nacken irgendwie so einen Druckpunkt, der durch einen Kordelstopper oder was Ähnliches entstehen kann, sondern ich habe immer hier nur das Paracord, was dann den Boonie auch schön an den Kopf ranzieht. Ich kann es hier einmal kurz zeigen. Hier sieht man das schön. Das läuft dann hier über diese Kopfform am Hinterkopf und dadurch ist der eigentlich immer super fixiert, ohne dass man so einen Kinnriemen benutzen muss. Kann man natürlich auch machen. Ich kann den auch einfach nach vorne legen, aber das ist halt eine schöne Sache und durch den Kordelstopper, der hier oben liegt, ist er dann dementsprechend auch nicht im Weg. Ja, die größte Neuerung betrifft die Innenseite. Hier hat man auch wie früher auch ein umlaufendes Mesh im Stirnband. Man würde auch Schweißband vielleicht dazu sagen bei einer Baseball Cap. Das ist auch hier beim Boonie so gegeben. Und man hat auch nach wie vor hier im Innenkopfbereich eine Einschubtasche. Das schätze ich auch immer sehr bei einem Boonie. Für alle, die wissen wollen, was man da so reintun kann. Entweder natürlich ein Notsignalpanel oder ein bisschen Schreibzeug. Ich habe da ganz gerne immer von Whirlpack ist das. Da gibt es diese Emergency, wie nennt man die, Beutel, um Wasser zu transportieren. Das ist quasi ein verschließbarer 1 Liter Wasserbeutel. Und das finde ich tatsächlich, das frisst kein Brot, das ist schön leicht. Und das kann ich hier wunderbar mit reinpacken. Und dadurch habe ich dann immer, auch wenn ich alles andere verliere, immer die Möglichkeit, wenn ich auf eine Wasserquelle stoße, mir zumindest auch mal 1 Liter Wasser mitzunehmen und muss dann nicht an der Wasserquelle verweilen. Und das finde ich tatsächlich eine coole Sache, wenn man das am Kopf und im Kopf hat. Ja. Für alle, die jetzt eben genau hingeschaut haben, da ist aber noch was passiert im Inneren. Und zwar hat man jetzt hier das AirPad untergebracht. Für alle, die die UF Pro Bekleidung kennen, gerade die Combat Shirts oder auch jetzt seit neuestem in den Hosen im Steißbereich, da sind überall diese Polster untergebracht, diese Airpack-Polster nennen die sich. Die sind bei den Hosen und bei den Shirts etwas dicker, also da ist tatsächlich mehr Platz. Das hat man natürlich beim Boonie nicht gemacht, weil die Funktion für diese Airpads im Schulterbereich, zum Beispiel bei den Jacken oder Combat-Shirts, ist folgender. Es soll ein Luftpolster entstehen, was Komfort bietet, wenn man einen Rucksack oder Plattenträger trägt, damit das Material nicht einfach zusammengepresst wird und man dazwischen schwitzt, sondern dass nach Möglichkeit trotz Komprimierung immer ein bisschen Luft zirkulieren kann zwischen der Druckstelle und dem Shirt und dadurch natürlich das Schwitzen ein wenig optimiert wird. Ja, das hat man jetzt hier auch in einer etwas dünneren und abgespeckten Form in den Boonie eingebaut. Ich habe jetzt den Boonie noch nicht so lange in Nutzung, dass ich da ein Urteil dazu abgeben kann. Ich werde es aber auf jeden Fall im Sommer benutzen. Aktuell ist es so, dass ich sage, es ist auf jeden Fall komfortabel. Jetzt vielleicht nicht komfortabler als wenn ich das nicht hätte. Das kann man wirklich ganz schwer einschätzen, gerade auch wenn man Haare hat. Es gibt ja auch den einen oder anderen, der hat dann wirklich die Haare kurz geschoren. Für den, denke ich mal, macht das auf jeden Fall einen Unterschied. Und natürlich ist dann auch das Schwitzen am Oberkopf oder auf der Kopfoberseite nochmal optimiert. Aber wie gesagt, dafür haben wir einfach die falsche Jahreszeit, um das mal zu eruieren. Aber das werden wir für euch tun und schauen, was dann der Sommer so bringt. Und vielleicht auch mal, was passiert, wenn man damit in den Regen kommt. Also ich werde das für euch testen und euch da nochmal Feedback geben, was da Sache ist. Nochmal ganz kurz zurück zur Bebänderung. Da ist nochmal
hier hervorzuheben, dass die Bebänderung hier in einer mittleren Position gesetzt ist. Man kann hier aber auch das Ganze umsetzen. Das heißt, ich fädel das Paracord aus und kann es dann entweder nach vorne oder nach hinten setzen. Je nachdem, wenn ich sage, ich habe immer nur hinten die Position und möchte da den Winkel von der Paracord noch ein bisschen optimieren, dann wäre das eine Möglichkeit, das so zu machen. Ja, Airpack ist eines der essentiellen Änderungen und die zweite essentielle Änderung, und diese beiden, also beziehungsweise das wäre auch quasi etwas, wo ich sagen würde, dass allein das rechtfertigt schon, den neuen Buni zu kaufen, ist, dass er jetzt hier im Top-Bereich auch nochmal Gurtband oder beziehungsweise eingefasstes Band mit vernäht hat, um da auch nochmal Tarnmaterial anbringen zu können. Das heißt, ich bin jetzt hier ganz schnell in der Lage, die Silhouette gerade am Kopf oben nochmal zu brechen. Ja, weil ihr seht ja, die Seiten sind hier schon relativ gut gebrochen und ich habe jetzt noch die Oberseite, wo ich dann entsprechend die glatte Kopfform habe, also diese typische Rundung des Kopfes, und die könnte ich jetzt ganz einfach nochmal eliminieren, indem ich hier Tarnmaterial anbringe. Ich habe jetzt hier gerade von Phantom Leaf die Blätter mal genommen, weil die gerade hier noch so rumlagen und die dafür natürlich perfekt geeignet sind. Jetzt gehe ich nochmal hier an die Seite und dann seht ihr, da könnt ihr relativ schnell schon mal mit Bordmitteln oder beziehungsweise mit Tarnmaterial, was künstlich ist, was ihr da habt, könnt ihr zu Hause arbeiten und natürlich dann immer, wenn ihr draußen im Feld seid, das, was die Natur hergibt, aus der Umgebung sich bedienen und da anpassen. Ja, aber jetzt seht ihr hier schon, da kann man sehr, sehr schnell eine sehr, sehr gute Tarnung herstellen, um ja, die Kopfform noch ein bisschen besser zu verschleiern, denn das ist ja das, was meistens rausguckt, weil man da beobachtet oder was auch immer. Ja, was soll ich sagen? Ich habe es euch eben schon kurz vorher gesagt bei den Änderungen, die stattgefunden haben. Meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Upgrade. Ob das Airpack jetzt notwendig ist oder nicht, dazu kann ich noch nichts sagen. Aber alleine von den Schlaufen her und auch, ich finde, die Mesh-Positionierung macht es ein bisschen cooler. Es sieht auch noch mal ein bisschen cooler aus als die alte Variante und ist von daher auch auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Ist bei unseren Boonies in den Top 3. Die anderen wären noch Sierra 313 und Plattattack. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was eure Boonie-Favoriten sind und vor allem auch, wie ihr den neuen Boonie in der Generation 3 von UF Pro findet. Ihr bekommt den Boonie aktuell bei Recon Company. Hier unten ist der Link zu finden. Da könnt ihr rüberspringen und schauen. Da gibt es natürlich auch noch viele andere Sachen von UF Pro. Da müsst ihr nicht nur den Boonie erwerben, sondern könnt euch auch gleich noch das passende Setup dazu auswählen. Ja, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, was ihr nutzt, was ihr zu dem neuen Boonie sagt. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.